Ich gebe es ja zu. Ich habe es jahrelang versucht, mit all möglicher Software und Programmen meine Aufgaben zu sortieren und sie auch zu erledigen. Aber nichts ist daran rangekommen, was ich heute habe. Meine To-Do-Liste. Einfach, aber effektiv mit Stift und Papier. Heute, wenn ich meinen Arbeitstag beginne, dann geht mein erster Blick nicht mehr auf irgendein Taskboard. Nein, ich schaue zuallererst, was steht denn in meinem Notebook heute auf meiner To-Do-Liste? Welche Dinge nehme ich mir für heute vor? Welche wichtigen Tasks habe ich zu erledigen? All das schreibe ich mir jeden Morgen auf Blatt Papier in mein Notebook rein. Dann habe ich das verinnerlicht. Dann bin ich gedanklich schon voll bei der Sache. Dabei habe ich gelernt, dass es hilfreich ist, sich nicht zu viele Ziele zu setzen. Wenn ich nun anfange, mir jeden Tag 10 Ziele vorzunehmen, dann bin ich am Ende des Tages garantiert unzufrieden. Machen wir uns nichts vor, es kommt immer irgendwas dazwischen auf der Arbeit, irgendwas wird umpriorisiert, irgendwas verändert sich. Ich selbst arbeite in der Softwareentwicklung. Wir kennen das gar nicht anders, dass der ganze Tag morgens über den Haufen geworfen wird. Darum meine Empfehlung, nehmt euch maximal 3 Ziele vor oder Themen, die ihr an diesem Tag bearbeiten wollt. Nicht mehr als 3 Themen, denn wenn ihr am Ende des Tages immerhin 2 von diesen Dingen geschafft habt, dann fühlt sich das schon wie ein Erfolg an. Und darum geht's ja auch. Wir müssen jetzt nicht nach Perfektionismus streben mit dieser To-Do-Liste. Wir wollen uns einfach die Sachen vornehmen und am Ende des Tages, wenn wir in unser Notebook schauen, dann sehe ich, habe heute 2 von meinen 3 Zielen erreicht. Mit diesem Tag kann ich echt zufrieden sein. Und das Schöne ist, ich bin ja voll flexibel in meinem Notebook, was ich alles reinschreibe. Wenn jetzt von außen durch externe Impulse ein wichtiges To-Do hinzukommt, ja, dann schreibe ich es einfach mit auf. Dann habe ich vielleicht heute nicht mehr 3 To-Dos, sondern 4 To-Dos. Ist ja kein Problem. Ich muss mir nur bewusst sein, diese To-Do-Liste nicht zu überfüllen. Darum zu Beginn des Morgens 3 Themen vornehmen. Wenn am Ende des Tages noch mehr dazukommen, ja, dann ist das halt so. Immer darauf achten, dass nicht zu viel auf der Liste landet. Wenn ihr jetzt keinen konkreten Task habt, an dem man zwingend arbeiten muss oder schon vorher weiß, daran muss ich heute arbeiten, dann sollte man auch Dinge aufschreiben, an denen man mal wieder arbeiten sollte. Und auch wenn man es nicht schafft, an dem Tag sich mit dem Thema zu beschäftigen, passiert leider auch viel zu häufig, habe ich mich zumindest gedanklich damit beschäftigt, indem ich es aufgeschrieben habe und habe es in meinem Hinterstübchen geparkt, damit ich es halt nicht aus den Augen verliere, dieses Thema, damit es mir im Gewissen, im Gedächtnis bleibt. Auch dafür kann es helfen, sich das Thema einfach immer wieder aufzuschreiben. Ich hatte zum Beispiel mir aufgeschrieben, ich muss mal diese Architekturdokumentation nachziehen für ein Thema, über das wir schon seit Ewigkeiten reden und immer wieder reden. Und ich habe es tatsächlich eine Woche lang jeden Morgen auf meine To-Do-Liste geschrieben, wir müssen das tun. Ich muss das machen, ich muss das aufschreiben. Ich habe es nicht geschafft an den Tagen, aber ich wusste, hey, das Thema gibt's noch, das ist wichtig. Also habe ich es mir am nächsten Tag wieder aufgeschrieben und irgendwann war dann der Tag erreicht. Ich habe die Zeit gehabt, ich hatte die Motivation, dann habe ich es halt gemacht. Hätte ich das nicht jeden Tag wieder aufgeschrieben, ich hätte es halt wieder vergessen, bis in 2 Monaten das Thema wiedergekommen wäre. Und so war es erledigt. Schnappt euch euer Notebook und wenn ihr noch keins habt, schaut doch mal in den Link in der Beschreibung unten rein. Startet jeden Morgen erstmal mit eurer persönlichen kleinen To-Do-Liste.